Glättewarnung für Erfurt. Ich stand noch nie auf dem Eis. Nie. Na, pass besser auf. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell. Es wird scharf geschossen. Mit maßgeschneiderten Golfschlägern. Ich bin gern mit den kurzen Armen. Wir ernten die legendäre Erfurter Brunnenkresse. Und kosten sie natürlich auch. Ordentlich scharf, dass man das mit Pfeffer vergleichen kann. Ihr erfahrt, welche Farbe Erfurt stinkend reich gemacht hat. Warum riecht denn das bei Ihnen so streng? Na, weil wir heute blau machen. Ich weiß, ihr habt jetzt euer blaues Wunder erlebt. Das erleben wir auch in den Horchgängen unter der Zitadelle. Ich muss Ihnen erzählen vom Geist. Soll ich sagen, was es war? Oh Gott, bloß nicht. Lieber entdecke ich die Tiefen der Krämerbrücke. Und die luftigen Höhen darüber für den schönsten Überblick über Thüringens Landeshauptstadt. Denn Erfurt fetzt, gell? Erfurt fetzt, gell? 7 hinreisende Tipps für euren Erfurt-Trip. und da Erfurt eine echte Wintersportmetropole ist, fangen wir auf dem Eis an. Kannst du Schlittschuh? So, vor 20 Jahren konnte ich das ziemlich gut. Wir haben auf den Teichen zu Hause Eishockey gespielt. Ich hoffe, dass mein Muskelgedächtnis noch ein bisschen was weiß. Und bei dir? Ich stand noch nie auf dem Eis. Nie. Oha, naja, das kriegen wir schon hin. Schlittschuhe ausgeliehen und Eintritt bezahlt. Und schon sind wir drin in den heiligen Hallen des Wintersports. Wintersport? Klar, riech doch mal. So riecht Olympia. Olympiasocken vielleicht. Eisschnellläufer Finn Sonnekalb trainiert hier. Ach, der hat doch sogar schon Gold geholt, ne? Deutlich mehr Gold als wir. Bis jetzt. So, okay. Also stehen kann ich, aber ich bin ja auch noch nicht auf dem Eis. Bequem finde ich's. Bequem? Also so ohne Eis ist schon mal super. Ich komme mir vor wie so ein Stelzenläufer. Beweg dich doch schon mal so ein klein wenig. So hier. So, ab aufs Eis. Dafür müssen wir erstmal unter der Rennbahn durch. Und hier kann man in der Saison immer rein? Montag bis Mittwoch ist Training. Donnerstag bis Sonntag ist offen für alle. Soll ich mal versuchen? Mach du schon mal los. Also es ging damals. Ich weiß noch das hier. Ich kann dir nicht helfen. Uiuiui. Am Imbissstand kann ich mir Hilfe holen. Für 3 € plus 10 € Pfand. Na also, da bist du doch. Los. Hörst du auf, gehst du weg. Ich mach nichts. Geh weg. Ich mach gar nichts. Ich kann das alleine auch nicht. Moment. Na und kannst du denn versuchen, nicht so ein bisschen abzustoßen mit den Schuhen? Mach ich ja. Also- Siehst du das nicht? Besser abzustoßen. Also so wie er. Ich wollte mal eine Runde fahren und wir sehen uns gleich wieder hier. Ich vermute mal genau hier. So. La. Also die erste Runde war ja noch langsam, aber jetzt geht's doch langsam. Oder? André! Ich habe uns was besorgt. Ja. Robbentaxi, los, spring auf. Oh, was kann die? Stell den Zwerg darüber, komm, ich fahr dich. Komm mal schön hier an den Rand. Komm, aufsitzen Ah, und gut festhalten. Bereit? na klar. Und los. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell. Für Rollstuhlfahrer gibt es übrigens kostenlose Eisgleiter. Einfach vorher per Mail anmelden. Und jetzt wäre ich froh, wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen hätten. Na Lars, wo sind wir? In Erfurt. Bisschen genauer. Am Benediktsplatz, Ecke Krämerbrücke. Krämerbrücke, die historische Krämerbrücke, gerade 700 Jahre alt geworden. Müssen wir drüber. Sogar in Rot geschrieben, die Schilder, vermutlich damit ich sie sogar erkenne. Selbst die Hausnummern sind rot. Guck. Naja, steht für Denkmalschutz, wie jedes Haus auf der Krämerbrücke. Warte mal, da gucken wir doch mal genauer hin. Guck doch mal. Ach, das gefällt dir, ha? Na. Würde mir blau stehen? Ja, gut. Was hältst du davon, wenn wir einfach blau machen? Wir haben ja Zeit. Naja, weit sind wir nicht gekommen, André. Apropos weit. Guck, da ist die blaue Fliege.
Ja, Veit hat auch diese Fliege blau gemacht. Veit ist eine Färberpflanze, die Erfurt reich gemacht hat. Der kleine Laden heißt deshalb Erfurter Blau. Hier soll an die lange Tradition angeknüpft werden. Sag mal, riechst du das auch? Ich bin's nicht. Blaue Hände. Ja, das kommt vom Färben. Ja, wir wollen das Geheimnis des Erfurter Blaus kennenlernen. Was sagen Sie mal, warum riecht denn das bei Ihnen so streng? Na, sag mal. Was denn? Ja, das dürfen Sie ruhig sagen. Wir sind gerade beim Färben. Und früher, seien Sie froh, dass wir nicht 300 Jahre früher sind. Früher haben wir es noch mit Urin gemacht. Aber jetzt inzwischen, kommen Sie mal mit. Marlu und der Mann Gregor bieten sogar Färbekurse an. Grödi, ich dachte, wir wollten blau färben. Wollt ihr? Na, Klar. Na dann. na, André will. Oh. Ich habe Angst ums weiße Hemd. Naja. Also, Weiß. das ist auch weiß bleibt. Und jetzt einfach eintauchen. Und langsam hoch. Und jetzt sehen wir. Jetzt sehen wir es, dass es grün ist. Und jetzt warten wir bis morgen früh. Was? So lang dauert das. Ja, das alte Blau machen dauerte einen Tag. Heute haben wir das Glück, dass es schneller geht. Wir haben bessere Chemie, mit der können wir schneller aufschließen. Aber es dauert trotzdem so 5 bis 10 Minuten. Und jetzt haben ja viele Leute blau zu Hause, weil es beruhigt an den Wänden. Könnte ich denn mit dem Waldblau an der Wand färben? Auf jeden Fall, ja. Aber es ist so kostbar. Ich brauche für eine Wand, ungefähr 1,5 Kilo Pigment, um sie in einem tiefen Blau zu machen. Und das bedeutet, ich brauche 1,5 Tonnen Blätter, die geerntet werden müssen. Es ist eigentlich Tonnen. Und es ist eigentlich viel zu kostbar. Dann glaube ich, dass wir am Ende der Oxidation sind und ich hoffe, oder ich weiß, ihr habt jetzt euer blaues Wunder erlebt. Ja klar. Und meine Fliegen kann ich einfach demnächst selbst oxidieren und blau färben. Bis bald. Ach, Lars. Komm, auf der Krämerbrücke. Schon haben wir unser blaues Wunder erlebt. Erstmal tief einatmen. Frische Luft. Apropos Krämerbrücke. Ja. Brücke. Ich sehe keinen Fluss. Ich sehe hier keine Pfeiler. Ich sehe hier kein Brückengeländer. Ja, wie soll ich es dir beweisen? Ja, beweis es mir. Warte mal. Guck mal da durch. Hier im Haus der Stiftungen gibt es einen ganz besonderen Einblick. Dann glaubst doch du, dass es eine Brücke ist. Hier, guck dir das Modell an. Da, Brücke und die Gera. Glaubst du es jetzt? Es ist ja ein Nachbau. Hallöchen. Ah, hallo. Und Sie wollen sich davon überzeugen, dass wir auf einer Brücke sind? Ja. Gibt es 2 Möglichkeiten. Sie können zum einen unser berühmtes Guckloch dafür verwenden. Direkt zu Ihren Füßen ein kleines Fenster am Boden, was den Ausschnitt direkt zeigt. Unter uns ist Wasser. Das prüfe ich doch jetzt mal nach. Guck du mal ins Guckloch. Unter uns ist Wasser. Und kommen wir da nicht noch ein bisschen dichter ran? Ja, man kommt noch ein bisschen dichter ran. Und zwar, indem man nach unten in einen Keller geht. Ein Keller auf einer Brücke. Wo hat man schon mal die Gelegenheit, einen Keller auf einer Brücke zu besichtigen? Ja. Genau hier. Naja, nichts wie runter. Da gucken wir uns doch mal Vorsicht mit dem Kopf. Es ist wirklich arg niedrig teilweise. Wo, Lars? Krämerbrücken-Limbo. Ja. Also, Das ist doch gar kein 1,75 Problem. muss man sich hier ein bisschen bücken, ne? Schön, so. Aber hier? Nee, hier ist kein Fenster. Also, wir merken schon an der Temperatur. Das ist jetzt hier ein bisschen frischer. Schon kalt hier unten. Wahrscheinlich, weil wir auch näher dem Wasser sind. Hier unten. Hier ist das Fenster. Das hat bestimmt damals mal als Kühlschrank gedient. Du konntest ja alles kalt stellen. Ach, hallo. Das ist die... Das ist die Gera. Und das Wasser fließt von da nach da. Das heißt... Und schon interessant, im Brückenpfeiler ein Keller. Das hat auch nicht jeder. Hä? Das war sie schon, die Brücke? Ja, sind nur 80 Meter. Und was ist das für ein Tunnel? Da geht eine Kirche durch. Die habe ich von der anderen Seite gar nicht entdeckt. Na, lass doch mal gucken. Einen wunderschönen guten Tag, der Herren. Hallo. Sie wollen nur in die Kirche oder wollen Sie auch hoch hinaus? Na, wir wollen noch ganz hoch Weil hinaus. wir haben auch noch einen Turm, Ja. wo man ganz hoch kann, 30 Meter, 128 oder 29 Stufen. Und Sie gehören jetzt hier zur Kirche? Sind Sie der Küster?
Ich bin kein Küster, ich bin hier Ehrenamtler. Das zum Beispiel ist von mir. Erfurt fetzt, gell? Erfurt fetzt, gell? Hier sagt man gell. Gell? Gell, wie? Nicht, stimmt. Stimmt's? Genau, gell ist bei uns eine Bestätigungseinforderung. Haben wir verstanden, gell? Ja. Hier kann man spenden und hier geht's zum Turm. So, da sind wir schon. Jetzt nimm noch mal die Mütze ab, Lars. Das mache ich. Sakralbauten. Da mache ich das auch. Es sei denn, der Pastor hätte nichts dagegen. Also hier gibt es eine Pastorin. Oh, oder die Pastorin. Ich bin ehrlich, ich wäre ja fast vorbeispaziert nach den vielen Eindrücken der Krämerbrücke. Geht's nur mir so? Nee, ich glaube, es geht manchen so. Weil das untypisch ist, dass hier eine Kirche ist und vor allem eine Kirche im ersten Obergeschoss. Jetzt wollen wir aber den Turm rauf. Wo geht's denn lang? Da drüben ist die Tür, da geht's hoch. Und da können Sie einen guten Überblick haben. Na, Mit Mütze? oben werden Oben sie ist es brauchen. kalt. Vor allem oben mit Sicherheit, wenn Wind weht, Mütze festhalten. Oh, auch ein guter Tipp. Aber bei Glocken, da hält mich ja nichts. Na, hier steht, die Glocken bitte nicht berühren. Ja, die Glocken, aber das Seil ist ja Seil. Lars. Man könnte wirklich. Nee. Heiliger Bimbam. Wir wollen nicht auffallen. Und hier sehen wir... Das ist ja gar nicht die Krämerbrücke. Ach so, auf der anderen Seite. So. 360 Grad Ausblick, das heißt, wir gehen auch mal 360 Grad hier rum. Okay. Vom Turm der Ägidienkirche hat man den besten Überblick über die Krämerbrücke, gell? No? So, Lars, fertig machen zum Krämerbrücken-Selfie mit Dom. Na los. So, ist alles drauf. Na, und siehst du jetzt auch, dass es eine Brücke ist? Jetzt bin ich mir 100% sicher. Na, jetzt hat er den Überblick. Und Lars, kommst du? 358, 359, 360 Grad. Naja, ich will es ja genau nehmen. Oh, Lars, wir haben es falsch gemacht. Wir hätten im Uhrzeigersinn auf den Turm laufen müssen. Also da lang. Sollen wir jetzt normal? Ach, hat doch keiner gesehen. Psst, psst. Ob ich noch was futtern könnte, fragst du dich? Und deine Antwort lautet, na klar. Naja, der 24-Stunden-Genussautomat hat ja auch Thüringer Rostbratwurst. Für die Notbratwurst, aber Die Not war groß. ja, ist jetzt gerade leer. Du, das macht nichts. Wir sind ja hier im Kressepark und da muss man nicht hungrig nach Hause gehen. Und ich hätte jetzt hier drin meine Bratwurst auf die Semmel bekommen? Ja, na, roh hättest du sie bekommen. Ach so. Ja, dann bin ich froh, dass er leer ist. Im Kressepark kann man nicht nur essen. Man bekommt hier vor allem eine Idee davon, welche Rolle die Brunnenkresse in Erfurt mal gespielt hat. Dieses kleine Kräutlein fürs Butterbrot. Nee, das ist Gartenkresse. Brunnenkresse ist ein absolutes Superfood und war jahrhundertelang bedeutend. Oh, hier, Achtung, Weg versperrt. Was ist denn hier los? Ja, ich sehe, was hier Kleiner los ist. Ententreff. Guck mal, sie warten schon auf was zu fressen. Naja, es ist eigentlich Fischfutter. Ach komm, hast du 50 Cent? Fischfutter benutzt. Okay. Gut, die Hand runterhalten. Halte. Ja. Oh doch, die Fische sind schneller. Das ist ja Wahnsinn. Na, das hat aber jetzt nichts mehr mit Kresse zu tun. Nee, im Kressepark gibt es eine Kletterhalle, eine Strandbar und Indoor-Golf. Aber meinst du, Lars, wir haben dafür das passende Outfit an? Nicht mehr ganz so elitär. Also wir müssen nicht mehr extra Golfspann über den Platz laufen. Wir dürfen auch moderne sportlich leger. Ja, aber ich will noch einen kleinen Akzent setzen. Und warum werden wir jetzt vermessen? Kriegen wir noch einen passenden Golfzwirn? Nein, aber einen passenden Golfschläger. Und das ist bei Bier 89 cm. Ist das jetzt gut? Okay, 93, 92. Bin ich größer als du? Nein, aber die Arme sind kürzer. Meine? Jetzt kommt's raus. Aber es ist witzig, wir kommen hierher zum Golfspielen und wissen jetzt am Anfang schon mal, womit wir bei der nächsten Party glänzen können. Genau. Ich bin der mit den kurzen Armen. Und den langen Händen. Jawohl. Ui. Ach, das war nebenan. Das knallt nebenan. So, stellt euch mal kurz hier drüben hin. Ich zeige euch mal,
was wir in der Vollendung machen wollen. Du hast schon ganz rote Hände hier. Ich habe das Ziel, ich möchte den Ball gerade ausschlagen. Alter. Ja? Wie oft müsst ihr hier den Boden wechseln? Alle 2 Jahre kommt ein neuer Streifen So, rein. das geht ja. Naja, und heute. Ja. Jetzt gleich. Wieso muss ich eigentlich anfangen? Na, wir gehen alphabetisch vor, André. Locker aus der Schulterbewegung, genau. Guck mal. Jawohl, guck mal, du hast den Ball getroffen. Ball getroffen. Geil. Der Ball liegt in der Mitte von dir. Du hast einen Muskelspeicher, der merkt sich diese Position. Das bitte nicht speichern. Das schon. Ja, Naja, immerhin. du hast ihn getroffen. Und wie gerade? 30 Meter ging schon mal gut. Also Golf gefahren bin ich schon. Oink, oink, oink. Ach, mit Golf spielen hapert's noch. Deswegen zeigt uns mal der Profi, wie Weite geht. Ah ja, und hier hast du auch schon eingelocht. 2-mal. Und wieder eingelocht. Ja, und jetzt geht's auf den großen Golfplatz. Nee, jetzt geht's dahin, wo die traditionelle Brunnenkresse angebaut wird, neben dem Kressepark. Das macht Familie Fischer hier seit Generationen schon. Ihr könnt gerne mit drauf, aber passt auf, es könnte rutschig sein. Die Brunnenkresse wird von September bis April geerntet. Sie hat Erfurt sogar bis nach Frankreich bekannt gemacht. Denn auch Napoleon soll's geschmeckt haben. Jedenfalls hat er gleich 2 Kressebauern mit nach Hause genommen. Na, zum Glück nicht die Fischers, sonst könnte uns Max das alles gar nicht zeigen hier. Lars, sind da wieder deine kurzen Arme? Ja, und die kurzen Beine auch. Hier, probier bei mir. Schön kalt ist er. Aber würzig ist er. Würzig, aber nicht zu scharf. Nee, die hat gerade eine sehr milde Zeit. Genau, also das hat man jetzt, wenn man so isst, der Geschmack an sich erinnert ein bisschen an Radieschen, kommt aus der Rettichfamilie. Und das Besondere an der Brunnenkresse ist, die ist im Winter von der Schärfe sehr mild, aber der Geschmack ist sehr intensiv. Und im Frühjahr und Sommer, da dreht sich das Ganze um. Also da wird der Geschmack ein bisschen zurücktreten und die Schärfe wird immer intensiver. Also das wird dann teilweise ordentlich scharf, dass man das mit Pfeffer vergleichen kann. Also das hat schon Umdrehung. Warum schläft die Kresse denn unter so einem Fließbett? Macht er das wegen der Tiere oder wegen Licht? Also momentan ist es aufgrund der Kälte, weil an sich die Brunnenkresse ist zwar ein Wintergemüse, aber sie selber ist frostempfindlich. Sie ist eine Wasserpflanze und hat dementsprechend sehr viel Wasser in sich. Und bei Frost kann es passieren, dass da die Pflanze kaputt geht. Und um das ein bisschen vorzubeugen, da decken wir das ab, dass sich die Wärme vom Wasser, die 12 Grad, die wir ungefähr haben an Wassertemperatur, unter dem Vlies staut, dass die nicht ganz so leicht erfrieren kann. Das Wasser sieht zwar aus, als wenn es steht, Nee. kommt aber aus einem Brunnen. Genau. Es fließt unterm Vlies. Besucher können jeden Donnerstag im Hofladen vorbeischauen und sogar selbst ernten, aber vorher anmelden. Na, mach doch mal, aber fall nicht rein, André. Das heißt, wir hocken hier ganz normal da, nehmen die Brunnenkresse ganz vorsichtig in die Fingerspitzen und gehen mit einem sehr scharfen Messer einmal durch. Und dann haben wir hier quasi schon die erste Hand Brunnenkresse geerntet. Man muss ja Qualitätssicherung haben, dass der Geschmack da ist. Das ist dann auch immer das, wo unsere Besucher dann immer ganz heiß drauf sind, wenn Na klar. mal probiert werden darf. Und wir können alles von der Kresse essen, ja? Genau, Platsch, Stiel, rein theoretisch auch die Wurzeln. Jetzt weiß ich auch, woher das Wort Achtung kommt. Das Wasser ist nämlich 8 Zentimeter tief. Vorsicht! Max, wozu isst du denn die Brunnenkresse am liebsten? Also bei uns großer Favorit ist ganz traditionell als Salat angemacht. Also das ist dann wie beim normalen grünen Blattsalat mit Zitrone, ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Zwiebel und dann halt oder so ganz pur aufs Butterbrot. Oder mein größter Favorit ist die Suppe. Ja, aber ob Napoleon die Brunnenkresse wirklich gegessen hat? Naja, wenn er sie gegessen hat, dann hier, in der Zitadelle von Erfurt. In der was? Naja, die alte Stadtfestung auf dem Petersberg. Da kann man richtig viel erleben, also zum Beispiel die Horchgänge. Die was? Naja, das erfahren wir bei der Funzelführung. Bei der was? Hallo. Hallo. Guck mal, hier sind wieder die Puffbohnen. Aber deswegen sind wir nicht hier. Nee, wir wollen zur Horch- und Funzelführung, 2-mal. Ja, 2 Personen, ja. Jemand bei Ihnen mit einem schwer beschädigten Ausweis dabei? Nee. Nee. Gut, dann sind wir insgesamt bei 18 Euro, bitte. 2-mal mit Karte. Gut.
Dann dürfen Sie einmal oben drauf halten. Sind wir denn die Ersten? Nee, Sind wir die Zweiten? das tatsächlich auch nicht. Aber wir standen jetzt nicht an, alles gut. Gibt es auch mal eine Schlange hier? Ja, das kann je nach Saison kann das vorkommen, aber kann man auch online ansonsten buchen. Dann hat man das Ticket direkt bei sich online auf dem Handy, kann man dann ausdrucken. Und können wir die Jacken hier irgendwo abgeben oder brauchen wir die noch? Ich würde Ihnen empfehlen, die Jacken anzubehalten, da es in den Heuchgängen jährlich um die 10 Grad drin sind. Zieh so ruhig aus, ich lasse meine an. Komm. Okay, tschüss. Tschüss, viel Spaß. Na, komm, bringst du mal mit. Nicht, dass es ins Auge geht. Da ist noch eins. Oh, da ist er. Was zahlen Sie, wenn wir Sie reinlassen? Alles, was wir haben. Und das ist Nicht viel. nicht viel, nee. Es ist Rot und Silber und es sind die Funzeln, die wir brauchen. Sie probieren bitte mal aus, ob sie gut gehen. Wenn eine nicht so richtig gut intakt ist, dann tausche ich die aus. Super. Bitte schön. Probieren Sie mal, die sind normalerweise richtig gut. Sag mal, André. Ist es eigentlich sehr warm mit deiner Jacke? Es geht also mit 10 Grad, aber Wir sind unseren Atemjacke draußen hängen lassen. Also wirklich. Okay. Oh, was ist denn da oben? Ist das das Klo? Nein, Sauerstoffzufuhr. Oh, Gott sei Dank. Nicht ins Gesicht. hier unten hatten die Soldaten gelauscht, ob Angreifer kommen. Im Belagerungsfall hatten die patrouillierenden Soldaten ein komisches Geräusch gehört, ein metallisches Geräusch an der Mauer. Dann zählten die Schritte zum nächsten Minenschacht und riefen meinetwegen 8 und 12 Schritte nach Norden bei der Bastion Martin. Habe ich Verdächtiges gehört. Man konnte sich vorbereiten, die Kanonen ausrichten, den Feind gebührend empfangen. Ich muss Ihnen erzählen vom Geist. Vor 2 Jahren etwa, vor 1,5 Jahren, hatte ich eine Führung, spätabends eine Funzelführung. Ich schaue nach da, wo es dunkel ist, was Weißes vor uns. Ich denke, oh Gott. Das Weiße immer vor uns tanzte auf und ab und ich konnte es nicht kriegen. Kurz vorm Ausgang habe ich den Geist erwischt. Soll ich sagen, was es war? Na, das verraten wir nicht. Hä? Ich weiß es ja auch nicht. Aber ihr könnt ja einfach selber funzeln gehen. Alle Glühwürmchen da? Okay. Das hier ist ein Schatz. Ui. Noch nicht. Den zeigt sie uns gleich bestimmt. Okay. Wir haben schon gefunden.